Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tasmota-Tutorial. In einem der letzten Videos hatte ich euch ja gezeigt, wie ihr einen solchen Entfernungsmesssensor, also einen SR04T-Sensor per Tasmota betreiben könnt. Und dann hatte ich euch ja auch noch gezeigt, wie ihr ein solches Display mit Tasmota betreibt. Und da kam von einigen Zuschauern die Frage, ja, wie betreibt man denn das zusammen in einer Tasmota-Firmware oder mit einem ESP? Denn das Ganze funktioniert ohne weiteres nicht, da sich der Sensor in einer separaten Firmware befindet und das Display genauso. Das heißt, um das Display zu betreiben, müsst ihr die Tasmota Display-Version runterladen und installieren, und um den Sensor zu betreiben oder um zum Beispiel einen Temperaturfühler zu betreiben, müsst ihr die Tasmota Sensors Firmware verwenden. Und wenn ihr das beides zusammen verwenden wollt, das heißt entweder diesen Sensor oder hier so einen Temperaturfühler, so ein DS18B20, wenn ihr die zwei mit einem Display betreiben wollt, müsst ihr eure eigene Tasmota Firmware kompilieren, damit das Ganze funktioniert. Und wie das funktioniert, erzähle ich euch im heutigen Video. Also, falls euch das Thema interessiert und ihr das gleiche nachbauen wollt, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert, und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo und einen Kommentar sehr freuen. In diesem Sinne, bis gleich und viel Spaß mit dem Video. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, legen wir sofort los. Also, um diese zwei Geräte, also den Sensor und das Display in einer Firmware zu vereinen, müssen wir unsere eigene Firmware erstellen, wo diese zwei Bibliotheken vereint sind. Und das Ganze könnt ihr am einfachsten machen, wenn ihr Gitpod verwendet. Gitpod ist ein webbasiertes Programm. Das heißt, es ist ähnlich aufgebaut wie Plattform.io, nur dass ihr nichts installieren müsst. Das heißt, falls ihr nur einmal das Ganze benötigt, dann lohnt es sich vielleicht nicht, das Ganze auf den Computer zu installieren. Und der einfachste Weg ist, wie gesagt, das Ganze mit Gitpod zu machen. Damit ihr Gitpod verwenden könnt, müsst ihr euch zuerst mal auf github.com registrieren. Das heißt, ihr legt euch einfach einen Account an, und wenn ihr den angelegt habt, dann geht ihr hier auf diese Tasmota github.io Seite. Ich verlinke euch das Ganze, und dann gibt es hier unten einen Link zu Gitpod. Ihr klickt auf Gitpod drauf, scrollt dann relativ weit runter, beziehungsweise fast ganz ans Ende, und hier gibt es dieses Chrome Extension und Firefox Extension. Das heißt, ihr ladet euch eine Erweiterung für Firefox runter oder für euren Chrome Browser, und dann könnt ihr das Ganze im Browser nur mit einem einzigen Klick erledigen. Wie ihr euch bei Gitpod registriert, beziehungsweise bei github.com, muss ich euch jetzt, denke ich mal, nicht zeigen. Genauso wie ihr so ein Chrome Extension installiert, das einen Klick und dann ist das Ding installiert. Aber wenn ihr das Ganze gemacht habt, das heißt alles installiert ist, dann geht ihr auf die GitHub Tasmota Seite, auch die verlinke ich euch, und dann sollte hier dieser grüne Button erscheinen. Und dann ist es im Endeffekt relativ einfach auf diesen Button klicken. Jetzt dauert das Ganze ungefähr 1 bis 2 Minuten, bis alles runtergeladen wird, bis alles vorbereitet wird, und dann können wir loslegen. Das heißt, jetzt zuerst mal eine Minute oder 2 warten. Wenn das Ganze hier noch runterlädt, muss ich noch ein bisschen was erklären. Und zwar ist es so, wenn ihr jetzt diese Sachen kompiliert, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ihr könnt einfach grob kompilieren, dann wird aber die Datei etwas größer und ihr könnt kein OTA-Flash mehr durchführen. Aber das könnt ihr auch so im Endeffekt nicht mehr durchführen, da ihr ja eine spezielle Version habt, und ihr könnt dann nicht einfach so auf die nächsthöhere Version upgraden oder updaten. Ihr müsstet euch dann jedes Mal die neue Version kompilieren. Das heißt, für all diejenigen, die Tasmota oder mit Tasmota schon zu tun habt, ihr kennt es ja, einfach dort auf Firmware Update draufklicken, dann ist dort ein Link hinterlegt und dann wird immer die neueste Firmware runtergeladen. Das dürft ihr auf keinen Fall mehr machen, weil dann ladet ihr euch ja die normale, die normale Tasmota Firmware wieder runter, und dann würden die zwei ja nicht mehr in einer Firmware vereint sein. Deswegen, das dürft ihr dann nicht mehr machen. Und was dann halt auch nicht mehr funktioniert, wenn ihr diese grobe Variante wählt, ist, ihr könnt nicht einfach per OTA das Programm wieder hochschieben, weil der ESP nur 1 Megabyte Flash-Speicher hat. Und das Programm an sich ist ungefähr 600 Kilobyte groß.
und deswegen kann das nicht per OTA drauf geflasht werden, weil einfach der Speicher nicht mehr ausreicht. Falls ihr möchtet, dass ihr das weiterhin per OTA flashen könnt, dann müsst ihr einfach verschiedene Bibliotheken deaktivieren, die ihr nicht benötigt. Wie ihr Bibliotheken deaktiviert, das zeige ich euch gleich, aber ich empfehle euch, lasst die aktiviert und geht einfach jedes Mal den Weg über. Tasmatizer, also das heißt immer das Gerät abbauen, an den Computer tragen, ist zwar ein bisschen umständlicher, aber ihr deaktiviert dann nicht irgendwelche Bibliotheken, die ihr vielleicht im Nachhinein doch braucht. Dann schließt ihr irgendeinen Sensor an, den ihr deaktiviert habt und wundert euch, dass das Ganze nicht funktioniert. Deswegen meiner Meinung nach ist das hier die einfachere Variante. Ich zeige euch aber auch die andere Variante, das heißt, wo ihr alles Mögliche deaktiviert. Aber wie gesagt, da lauft ihr dann Gefahr, dass ihr irgendetwas deaktiviert, was ihr braucht und euch dann nicht mehr erinnert, dass ihr das deaktiviert habt. Und dann wundert ihr euch, dass das, wie gesagt, nicht funktioniert. Okay, das Ganze ist jetzt abgeschlossen. Das heißt, so sollte es bei euch dann auch aussehen. Ihr könnt diese zwei Fenster hier schließen, die benötigen wir nicht. Und um unsere eigene Firmware zu kompilieren, geht ihr hier auf Tasmota und dann hier auf den Unterordner Tasmota und sucht hier die Datei myuserconfig.h aus, öffnet die mit einem simplen Klick. Das Ganze können wir ein bisschen verkleinern, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und dann ist es im Endeffekt relativ einfach. Ihr drückt auf eurer Tastatur STRG F, um zu suchen und sagt hier einfach mal Display. So, dann seht ihr überall, wo Display auftaucht. Wir brauchen irgendwas mit Zeile 650. Das heißt, einfach hier runterdrücken und da wären wir. Also Zeile 655, zumindest in dieser Version von Tasmota. Bei euch kann das in einer anderen Linie, in einer anderen Zeile sein, Entschuldigung. Und dann geht ihr einfach hier hin und löscht diese zwei Schrägstriche. Das gleiche machen wir jetzt noch mit SR04, weil das ja ein SR04 Sensor ist, also SR04 hier eintippen und dann sollte das hier auftauchen. Auch hier Zeile 720 in dieser Version einfach deaktivieren und dann können wir im Endeffekt schon das Ganze kompilieren und das würde funktionieren. Ein anderer Weg, der auch noch funktionieren sollte. Also ich habe es getestet, hat funktioniert, aber ich hatte es nur kurz getestet. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Nachteile gibt. Der andere Weg ist, die zwei Schritte, die wir eben gemacht haben, lasst ihr weg und deaktiviert einfach oder löscht hier einfach die zwei Striche bei Sensors und Displays. Hier steht zwar, man soll das nicht machen, ich weiß nicht wieso, keine Ahnung, aber es funktioniert dennoch. Das Problem ist, dass diese Firmware dann relativ groß wird. Ich glaube, die ist dann irgendwas um die 600-700 Kilobyte groß. Und das ist, wie gesagt, zu groß, um das Ganze zu flashen oder es per OTA zu flashen. Also, das könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Normalerweise reicht es, wenn ihr diese zwei oben genannten Punkte aktiviert und den Rest so lasst, wie es hier ist. Ihr seht auch hier an diesen kleinen blauen Punkten, wo ihr was verändert habt. Das heißt, wir haben es einmal hier was verändert. Das wird hier auch nochmal durch diesen blauen Strich signalisiert. Das heißt, wir haben hier nochmal 2K Programmcode hinzugefügt und das gleiche hier nochmal, da ist auch noch blau. Hier haben wir das Ganze auch wieder aktiviert und das hat den Code um 1K erhöht. So, wenn ihr diese zwei Sachen aktiviert habt bzw. deaktiviert habt, dann macht ihr dieses Fenster hier wieder groß und tippt jetzt hier folgenden Befehl ein. Plattform.io run -e und sagt hier Tasmota. Bestätigt das Ganze mit Enter, dann dauert das Ganze wieder ein paar Sekunden oder 1-2 Minuten. Warten, bis das Ganze fertig ist. So, dann sollte hier die Erfolgsmeldung kommen, dass das Ganze funktioniert hat. Dann geht ihr hier auf Build Output und dann auf Firmware. Und dann sollte hier die Tasmota Bin und die Tasmota GZ sein. Ihr könnt die beide runterladen, also einmal normal draufklicken mit der linken Maustaste, dann rechte Maustaste Download. Das gleiche machen wir auch nochmal mit der gezippten Version, einfach mal beide runterladen und dann sollten sie sich bei euch auf dem Desktop befinden oder wo auch immer ihr sie gespeichert habt. So, dann öffnen wir Tasmatizer,
Falls ihr mit Tasmota noch nichts zu tun gehabt haben solltet oder generell hier mit diesen Sensoren, dann guckt euch auch die Videos in der Videobeschreibung ein. Ich verlinke sie euch dort. Dort habe ich schon mal gezeigt, beziehungsweise die Grundlagen für Tasmota gezeigt, und auch für die einzelnen Sensoren gab es ja schon separate Videos. Falls ihr die nicht kennt, guckt mal in die Videobeschreibung. Ich verlinke sie euch. Okay, also das ist das Standardfenster. Hier wählen wir jetzt die eben kompilierte Firmware aus. Das heißt, wir haben hier diese Tasmota Bin Firmware. Achten darauf, dass hier Erase Before Flashing steht, und dann flashen wir das Ganze. Es dauert jetzt wieder ein paar Sekunden, bis das Ganze fertig ist. So, das Ganze ist fertig. Wir bekommen die Meldung, dass alles funktioniert hat. Gehen auf Send Config, tragen hier unsere WLAN-Daten ein, und hier unten könnt ihr noch auswählen bei Module Template Generic 18 oder hier einfach nur Generic. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch MQTT schon aktivieren. Ich lasse es mal weg, da ich das für heute, um das euch zu zeigen, nicht benötige. Bestätige das Ganze mit Save. ESP startet nochmal kurz neu. Und nach einigen Sekunden gehe ich hier auf Get IP, wartet ein paar Sekunden, so 10 Sekunden. Und dann wird euch hier die IP-Adresse angezeigt. Okay, also Tasmota ist installiert, funktionieren tut noch nichts. Ich gucke mal hier nach vorne, also einfach nur um zu testen, dass keine alten Konfigurationen sind. Auch die Werte von diesem Sensor werden nicht angezeigt. Als nächstes müssen wir deswegen zuerst mal die Sensoren hier aktivieren. Auf D2 GPIO 4 befindet sich bei mir der Echo, also SR04 Echo. Und auf D1 ist der Trigger. Auf D6 ist das Display angeschlossen, das heißt hier SCL auswählen. Und auf auf D5, das ist mir nämlich vorher passiert und ich habe nicht gewusst, wieso es nicht geht. Und auf D5 ist SDA. So, bestätigen das Ganze. Gerät startet einmal neu, Display ist jetzt ausgegangen, und jetzt ist das Display entweder aktiviert oder noch nicht deaktiviert, je nachdem, ob ihr es schon konfiguriert habt. Das heißt, wir konfigurieren nochmal schnell das Display, also I2C Scan, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann wird hier die Adresse angezeigt. Power On, damit das Display an ist. So, Power On, Display ist an. Dann als nächstes Display Mode, da sagen wir 0. Wie gesagt, ich habe das schon mal ausführlich gezeigt, was das Ganze bedeutet. Display Refresh 2, Display Address 39, Display Rows. So, ich glaube, ich habe alles eingetragen. Er hat jetzt noch mal kurz neu gestartet. So, ich sage hier trotzdem noch einmal Restart. Oder Restart 1 heißt es ja. Damit alle Angaben übernommen werden, damit das Ganze funktioniert. Und nachdem er neu gestartet ist, sollte hier die Entfernung angezeigt werden. Genau 1,94 Meter könnte hinkommen. Mal die Hand drüber halten. 30 cm könnte auch hinkommen. Das heißt, das funktioniert. Und das Display können wir auch noch mal kurz testen. Bestätigen das Ganze. Jetzt sollte die erste Zeile gefüllt sein. Genau. Und das gleiche machen wir auch noch mal mit Zeile 4 und Zeile 3 und Zeile 2. Sollten alle Zeilen gefüllt sein, passt auch. Und jetzt löschen wir das Ganze noch. Voilà, und das sollte auch funktioniert haben, richtig. Und somit wären wir im Endeffekt durch. Also ihr habt jetzt in einer Tasmota-Version die Sensors und die Display-Version vereint. Wie gesagt, die ist jetzt ein bisschen größer. Das bedeutet für euch, ihr könnt hier nicht einfach auf Firmware Upgrade gehen und hier dieses Start Upgrade machen. Das sollt ihr auf keinen Fall machen, denn wie gesagt, hierdurch wird die alte Version wieder aktiviert. Und falls ihr das irgendwie über diese Datei machen wollt, das funktioniert im Normalfall auch nicht, da wenn ihr jetzt hier einfach
die gezippte Version nehmt. Die ist zwar ein bisschen kleiner, aber meiner Meinung nach gibt das trotzdem eine Fehlermeldung. Wir probieren das Ganze mal. Genau, also das funktioniert nicht, weil der Speicherplatz hier nicht ausreicht. Und was mir gerade auffällt ist, hier steht es ja noch auf Englisch. Falls ihr das Ganze auf Deutsch haben wollt, geht ihr wieder in diese My User Config Datei und dann relativ weit oben sind die Sprachen, hier Zeile 300 irgendwas. Und dann müsst ihr hier einfach bei Deutsch die Sprache hier aktivieren und sagt hier einfach wieder Plattform IO Run und dann wird das Ganze neu kompiliert und dann sollte das Ganze auf Deutsch sein, falls ihr darauf Wert legt. Ansonsten, was ihr auch noch testen könnt, wobei ich glaube, das funktioniert auch nicht so ohne weiteres, ist, ihr könnt zuerst mal probieren, die Minimal Firmware runterzuladen. Also sucht euch hier auf der Tasmota Release Seite die Minimal Firmware aus, ladet euch die runter. Geht zu eurem Gerät und versucht es mal mit der. Aber ich glaube, das funktioniert auch nicht, aber wir können es mal testen. Ich glaube, die andere Firmware ist einfach zu groß und deswegen funktioniert das, glaube ich, nicht. Oh, es hat funktioniert. Muss ich aus dem Video wieder rausschneiden. Okay, also wenn ihr dann die Minimal Firmware installiert habt, dann kann es gut möglich sein, dass ihr per OTA eure Firmware wieder aktualisieren könnt und so das Gerät nicht demontieren müsst, falls das irgendwie problematisch sein sollte. Also gehen hier wieder auf Firmware, suchen hier wieder unsere Datei raus. Wir können hier die gezippte Version nehmen, die ist ein bisschen kleiner. Damit sollte es im Normalfall auf jeden Fall gehen. Klicken hier auf OK und versuchen das Ganze nochmal. Und wir bekommen hier wieder eine Erfolgsmeldung, dass es funktioniert hat. Das heißt, so funktioniert es auch, also den Umweg zuerst mal über die Minimal Firmware und dann wieder eure selbst kompilierte Datei, das scheint auch zu funktionieren. So, und ihr seht, das Display ist wieder da und die Anzeige hier auch. Display mal zum Testen, ein- ausschalten, funktioniert. Okay, das soll es jetzt von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich glaube, das Video ist wieder ein bisschen länger geworden, als ich zuerst mal geplant habe. Aber ich hoffe, es ist alles dabei, was dabei sein sollte oder was ich zeigen wollte. Falls ich irgendetwas vergessen haben sollte oder irgendetwas falsch erklärt habe, guckt mal in die Videobeschreibung oder in die Kommentarspalte. Falls was sein sollte, schreibe ich das dort rein. Und falls ihr Interesse an den Komponenten habt, die verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr sie dann über meine Links kaufen würdet und so mich und diesen Kanal etwas unterstützen würdet. Und nicht vergessen, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo und einen Kommentar sehr freuen. Und nicht vergessen, im nächsten Teil zeige ich euch dann, wie ihr die Daten von diesem Sensor hier drauf bekommt, ohne dass ihr den Umweg über IO Broker oder ähnliches gehen wollt. Das heißt, ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Einfach von hier nach da schicken, die Daten berechnen oder was auch immer und gut ist. Also, das gibt es im nächsten Video. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit eurem Display und eurem Sensor. Und nicht vergessen, lasst ein Like da, ein Abo und einen Kommentar, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.